Hallo Leute! Dieses Video ist zum Thema Abhalten oder auch windelfrei, Topfit, Elimination Communication. Also das Kind hat viele Namen. Eigentlich finde ich Elimination Communication den passendsten Namen, weil es geht eigentlich nicht darum, dass das Kind unbedingt keine Windeln hat oder unbedingt früh auf den Topf geht oder ja, es geht nicht darum, dass Mama einen Mama-Orden verdient, indem sie so viele Pipis wie möglich fängt, sondern es geht eigentlich um die Kommunikation. Also, dass man auf das Baby reagiert, wenn es muss. So wie man auch auf das Baby reagiert, wenn es Hunger hat oder wenn es irgendwas anderes hat. Und gerade sehr kleine Babys, ab Neugeborenen Alter, die reagieren und signalisieren noch sehr deutlich, wenn sie eben mal müssen. Wenn man die dann natürlich immer in die Windel machen lässt und nicht reagiert, wenn sie signalisieren, dann signalisieren sie irgendwann nicht mehr und haben dann gelernt laufen zu lassen, aber am Anfang tun sie das eben nicht. Und wenn man darauf reagiert, dann tun sie das auch in der Fortsetzung nicht, außer es gibt mal bestimmte Phasen. Also am dankbarsten sind so die ersten 3 Monate, wo das Baby eben noch nicht viel macht, als Essen, Schlafen und Ausscheiden. Und da hat man die höchste Trefferquote. Nachher, wenn das Baby dann krabbeln und laufen und alle möglichen Dinge lernt und viele Eindrücke hat, die es verarbeiten muss und abgelenkt ist, dann ist die Trefferquote zum Teil nicht mehr so gut oder es schwankt eben stark. Aber wie gesagt, geht es eben nicht darum, den Mütterorden der besten und fleißigsten Pipi-Auffängerin zu verdienen, sondern es geht um die Kommunikation. Ich habe von dieser Möglichkeit erfahren, da war unsere große 6 Monate, da habe ich das angefangen und das war super stressig. Also wenn man das Ganze schnell wieder aufgeben will, dann muss man möglichst perfektionistisch rangehen und sich für jedes Pipi, das in die Windel geht, richtig dolle ärgern. Am besten noch eine Liste führen, wie viele Pipis man gefangen hat und wie viele daneben gegangen sind. Und dann hört man garantiert irgendwann frustriert auf. Also wenn man es durchhalten will, ich habe es ja dann bei jedem Kind gemacht, also bei unserer Großen ab 6 Monate, wo ich mich total gestresst habe, dann ab dem zweiten Kind aber so ziemlich ab Geburt oder so ab den ersten Wochen. Und da bin ich das Ganze entspannter angegangen und habe auch entwickelt, wie es für mich funktioniert und wie ich auch die Bekleidung dafür am passendsten finde. Ja, ich habe es wie gesagt ab dem zweiten Kind entspannter angehen lassen und mache das sogar mit meinen Zwillingen. Also vorher dachte ich, boah, mit 2 mal sehen, ob das klappt, aber es klappt. Nicht perfektionistisch natürlich, aber Schwerpunkt Kommunikation und Bedürfnis. Also wenn dem Baby unwohl ist, wenn es was will, dann reagiere ich. Woran merkt man, dass das Baby muss? Es gibt so Standardsituationen, also nach dem Aufwachen zum Beispiel. Vormittags müssen Babys öfters als nachmittags. Und dann gibt es so ganz typische Signale, die Babys aussenden, wenn sie mal müssen. Was die beiden ganz oft machen, ist so ein Stechschritt zappeln, wie ich das nenne. Also so liegt das Baby in der Wiege und da weiß ich, okay, entweder es muss oder es hat schon. Und dann gucke ich nach und entweder setze ich es auf den Topf, entweder es hat schon, oft machen die ein bisschen was, halten aber das meiste noch zurück und dann also noch auf den Topf, auch wenn die Windel nass ist, nochmal auf den Topf kurz, sage ich so, musst du jetzt, mach was, wenn du was musst, macht oder macht nicht. Oder es hat eben noch nicht gemacht und macht dann. Bei Neugeborenen ist es so, dass die zum Teil ziemlich stark signalisieren, also richtig losschreien, gerade Jungs, wenn die mal müssen. Das ist ganz interessant. Mädchen nicht so, Mädchen lassen schneller laufen, aber Jungs, die können das überhaupt nicht haben, wenn so die Windel ihren Mann runterdrückt. Und wenn Jungs mal müssen, ist es auch leicht zu erkennen, weil dann stellt sich ihr Mann hoch. Das ist, ich nenne das den Wasserstandsanzeiger. Also bei Jungs ist das ziemlich gut zu sehen, wenn die mal müssen, weil dann je höher der Wasserstandsanzeiger, desto mehr Wasser ist drin und muss raus. Bei Mädchen ist das eine Blackbox, sage ich immer. Da weiß man das nicht. Und die lassen auch schneller in die Windel laufen, aber Jungs, die haben das nicht so gerne. Deswegen ist auch so die klassische Müttererfahrung, Windel auf, der Junge psch, in hohem Bogen. Ja,
Da gibt es Bücher dazu, also ihr könnt euch da ins Detail reinlesen, woran man genau erkennt, dass das Baby muss und wie und was. Was mir in den Büchern immer gefehlt hat, war, wie kann ich die Kleidung am praktischsten gestalten. Das kam in den Büchern viel zu kurz. Oft war das dann so, dass die in einem warmen Klimazone waren, die da berichtet haben. Da hatte das Baby eben nichts an. Das hat mir nichts genützt. Ich habe ja in Schweden gelebt, als ich das angefangen habe. Da musste man es warm anziehen. Das ging gar nicht anders. Und dann wollte ich auch möglichst wenig Wäsche haben und es sollte möglichst praktisch sein. Und vieles erschien mir eben nicht praktisch. Also Windel komplett weglassen, das habe ich mal 1-2 Tage probiert und das hat mich so gestresst. Das hat einen Haufen Wäsche gegeben, die ewig nicht trocken geworden ist, weil solche irgendeine dicke Hose, die trocknet halt natürlich ewig nicht, vor allem nicht im Winter. Also das fand ich total unpraktisch. Und dann habe ich aber ziemlich schnell meinen Stil gefunden. Also das, was ich euch jetzt vorstelle, ist mein Stil, den ich entwickelt habe, damit das Baby leicht abzuhalten geht und das Ganze möglichst unkompliziert ist. Und das zeige ich euch mal, welche Komponenten da dazugehören. Also was braucht man, um ein Baby abzuhalten? Natürlich braucht man ein Baby. Und man kann sogar auch das Ganze mit 2 Babys machen. War ich mir am Anfang nicht so sicher. Das wichtigste Stück an dem Ganzen ist eigentlich die Windelüberhose. Hier seht ihr auf jeden Fall meine Windelüberhose. Die ist aus doppeltem Wollwalk. Es gibt in den Abhälteläden welche zu kaufen, die sind aus einfachem Wollwalk, aber die sind längst nicht so dicht wie eben doppelter Wollwalk. Deswegen habe ich doppelten Wollwalk genommen, weil ich habe einfach keine Lust auf undichte Hosen, nur wenn ein bisschen mehr Pipi mal reinkommt. Anfangs habe ich Vliesstoff genommen, also einfach eine Decke zerschnitten aus Vlies. Das ist auch ziemlich dicht, habe ich auch doppelt genommen, aber das wird mit der Zeit undicht. Also so nach 2-3 Kindern, je nach Qualität des Vlieses, ist das dann so verflockt und undicht geworden. Und da brauchte ich jetzt neue, also habe ich mir neue aus Wollwalk nähen lassen. Und wo ist es? Also um sicher zu gehen, auch wenn es mal dreckig ist, ist es gut, man hat 3, finde ich. Also ich habe 3 für jedes Kind jetzt gerade, weil ich habe ja 2. Das sind meine 3 für den Jungen. Der hat jetzt gerade eine von ihr angekriegt. Und die hat mir eine Bekannte genäht. Und das Ganze besteht eigentlich aus nicht viel. Aus einem Bauchgurt, diesem Ding hier, einem kleinen Halter hier, wo ich die Saugeinlage reinklemme. Und dann kommt das halt so drum und hier so klappt man es zu, indem man es da drunter steckt. Und damit das an der Seite gut abdichtet, ist hier nochmal ein Bündchen auf beiden Seiten. Und dann habe ich hier noch ein Gummi drin. Und dadurch ist das sehr, sehr dicht. Also viel besser als Pampers. Das ist echt selten, dass es mal ausläuft. Und das Gute ist auch, das muss man nicht ständig waschen. Also das ist eh Wolle. Muss man gucken, wie man Wolle behandelt. Mit der muss man zärtlich umgehen, sonst macht die schlapp. Aber das wasche ich nur mal mit der Hand aus und mit Wasser. Ab und zu kann man es mit Lanolin behandeln, dass es wieder dichter ist. Also dass die Flüssigkeit nicht durchlässt, falls es das tut. Kann man es einfach mit Lanolin behandeln. Und ich wasche das auch nur, wenn es so richtig bekackt ist. Also so kleine Kackflecken, die putze ich dann einfach mit einem Klopapier raus. Aber wenn es richtig bekackt ist, wenn das Kind mal richtig reingemacht hat, dann wasche ich die. Und man muss sich aufpassen, dass die Botten nicht reingehen. Aber ansonsten ist das eigentlich super. Und vor allem wird es nicht irgendwann durchlässig, ohne dass man was dagegen tun kann, wie Vlies. Oh, was ist denn los mit dir? Dann kommen wir zur Saugeinlage.
ich habe hier ganz normale, was man heutzutage als Spucktücher bezeichnet. Meine Mutter, die hatte noch einen ganzen Vorrat Stoffwindeln, weil zu DDR-Zeiten hat sie mit diesen Spuckwindeln, da hieß das Stoffwindel, mit Stoffwindeln gewickelt. Und da hatte man auch Stoffwindeln und dann so eine Plaste-Überhose. Und da habe ich ihren Vorrat noch geerbt. Der ist inzwischen schon ziemlich zerfallen, aber ein paar von diesen Windeln gibt es noch. Und dann habe ich immer mal geschenkt bekommen, nachgekauft. Und hier sind jetzt so ungefähr 20 Stück drin. Das ist meine Kiste. Ich habe vielleicht insgesamt 30 jetzt für alle beide. Und das ist von der Wäsche her eigentlich gar nicht so wild, wie man denkt. Weil das Gute ist, am Babypipi stinkt fast gar nicht. Und so eine Windel, wenn da nur Pipi drin ist, dann kann man die 2-3 Mal trocknen und dann geht die wieder. Also ich schmeiß eigentlich nur die Kacki-Windeln in die Wäsche und die Pipi-Windeln, die trockne ich so, bis sie halt nicht mehr gut aussehen und nicht mehr gut riechen. Wenn man natürlich zu viele in einen Raum hängt, dann fängt es auch ein bisschen an zu müffeln. Also ich trockne das draußen vor der Küchentür, auf der Terrasse. Und damit komme ich ziemlich lange hin und muss auch nicht so oft waschen. Da habe ich immer welche neben dem Bett liegen, damit ich da nachts auch wechseln kann. Und unten in der Küche habe ich einen Stapel, dass ich tagsüber für frische Windel sorgen kann. Und wenn die Windeln dreckig sind, kommen sie in diesen Windeleimer. Das ist eigentlich ein ganz normaler Mülleimer. Hauptsache er hat einen Deckel drauf. Das war's schon zur Saugeinlage. Es gibt natürlich noch andere Saugeinlagen, die man kaufen kann. So schickimicki Saugeinlagen. Aber die sind eigentlich am praktischsten, finde ich, weil die trocknen am allerschnellsten. Also ruckzuck sind sie wieder trocken, vor allem jetzt gerade im Sommer. Aber auch im Winter ist das überhaupt kein Problem, die mal schnell zu waschen und schnell zu trocknen, wenn man wieder welche braucht. Ja. Ja, zur Bekleidung. Diese Aufklappwindelhosen, werden ja nur hier so zugesteckt. Und wenn das Kind mobiler wird, dann gehen die schnell mal auf. Und damit das nicht passiert, kann man sich ganz einfach behelfen. Und zwar indem man einen Body drüber zieht. Den muss man immer besser ein bisschen größer wählen. Also ungefähr eine halbe Größe größer, weil die Backup-Windelüberhose samt Saugeinlage doch ziemlich viel Platz wegnimmt. Also die macht das Baby ein bisschen länger. Deswegen bevorzuge ich Kurzarmbodies, weil wenn man jetzt einen Langarmbody hat und eine Größe größer wählt, dann ist der vielleicht zu lang. Aber beim Kurzarmbody kann ich einfach einen Kurzarmbody anziehen und dann vielleicht noch einen langärmlichen Pulli drüber im Winter. Und dann haut es auf jeden Fall hin. Die Schwachstelle bei den Bodys sind immer die Knöpfe. Also gerade wenn man das Baby abhält, macht man die Knöpfe ja ziemlich oft auf und zu. Und dann, ja, da geht es zuerst kaputt. Also wenn man da auf Qualität achtet, hat man länger was davon. Ich knöpfe auch immer nur die äußeren 2 Knöpfe zu, dann ist schneller aufgemacht und schneller abgehalten. Wenn es jetzt kalt ist, dann braucht man auch was an den Beinen. Und bei Babys, die noch nicht groß unterwegs sind, da verwende ich die Schlitzstrumpfhose. Es sieht nicht besonders ästhetisch aus, aber es ist sehr praktisch, weil Socken gehen verloren und irgendwelche Hosen, ach, das ist immer ein Geraffel, die aus- und anzuziehen, aber mit einer Schlitzstrumpfhose, die muss man nicht ausziehen zum Abhalten. Und sie hat die Socken unten dran, ohne dass die abfallen können. So sieht die Schlitzstrumpfhose aus, wenn sie angezogen ist, und so sieht sie aus, wenn sie einfach nur da liegt. Da schneide ich einfach einen Schlitz von vorne kurz so ein paar Zentimeter unter dem Bauchgummi, einfach gerade durch bis hinten. In der Mitte ist ja diese dicke Nahtwulst, die schneide ich raus. Aber ansonsten schneide ich einfach nur gerade durch, quasi, so dass hier ein großer Schlitz drin ist. Und bei den Schlitzstrumpfhosen ist es so, dass da eher eine Größe kleiner auch noch passt, weil ja die dicke Windel da mehr oder weniger nicht mit drin ist, sondern
ja, sondern so da rausguckt. Ja. Und das war im Winter in Schweden sehr praktisch. Und wenn man dann den Body noch zumacht, dann sieht es auch gar nicht so besonders unzivilisiert aus. Und auf den ersten Blick sieht man kaum, dass bei dem Baby was anderes ist als bei gewickelten Babys. In Schweden war es ja dann auch noch kälter und da habe ich dann noch eine Schlitzhose drüber gezogen. Also habe ich mir selber genäht. Da gibt es auch Schnittmuster im Internet. Das besteht eigentlich aus so 2 Teilen, die man hier oben überlappend zusammennäht und dann ergibt das eine Hose. Wenn es jetzt nicht kalt ist wie in Schweden, dann verwende ich diese Sorte Hosen so ab Krabbelalter, weil die Knie sind sonst irgendwann ruckzuck durch von so einer Strumpfhose. Und hier habe ich extra verstärkte Knie dran genäht und damit passt das. Sonst kann man sich einfach aus einem großen Sweatshirt nähen. Also ich habe im Second-Hand-Laden mir einfach irgendwelche Sweatshirts gekauft und daraus dann meine Schlitzhosen gemacht. Weil da ist dann der Bündchengummi auch schon mit dabei, ohne dass man es extra kaufen muss. Sehr praktisch. Was braucht man noch? Ich finde es sehr praktisch, einen Topf zu haben. Oder auch mehrere. Also ich habe einen im Bett und ich habe in der Küche 2. Dieser Topf heißt Asiatopf und den gibt es in den Abhalteläden. Kann man also im Internet kaufen. Und den finde ich ganz praktisch für den Tag. Der hat aber auch so seine Tücken. Der hat nämlich zum Beispiel keinen irgendwie erhöhten Rand. Bei einem Jungen, der spritzt es ganz schnell oben drüber weg. Dafür gibt es auch noch einen Topf, der verwendet wird und das ist der hier. Das ist ein IKEA-Topfeinsatz und der ist fürs Abhalten ganz praktisch, weil der vorne so hochgezogen ist. Den verwende ich gerne nachts, wenn ich im Bett so ein bisschen schräg den oft halte und zwischen den Knien habe, dann läuft es bei dem hier schnell mal hinten raus. Und jedenfalls finde ich den nachts momentan praktischer. Also ihr könnt ausprobieren, was besser funktioniert. Ich finde eigentlich, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Der hier, den kann man halt schön hinstellen. Und der hat hier oben eine schönere Kante zum Draufsitzen quasi. Und der hier hat halt diesen Rand und ist damit jungstauglicher. Ja, kann man sich aussuchen. Ich verwende beide. Ich finde beide gut. Also man müsste noch den idealen Topf designen. Das wäre für mich einer, der so aussieht, aber noch so einen hochgezogenen Rand hat und vielleicht auch noch ein bisschen länglich, also so ein bisschen eine ovale Form hat wie der da. Ja, aber da können sich die Designer beschäftigen damit, falls da irgendjemand Interesse dran hat. Ja, ich komme mit denen klar. Manche verwenden auch Backschüsseln, also solche zum Backen, die auch so einen gebogenen, breiteren Rand oben haben. Das kann man auch probieren. Im Prinzip geht eigentlich jedes Gefäß irgendwie, wo man reintreffen kann. Klassische Abhaltehaltung ist bei mir so hier. Topf zwischen die Knie, Kind drauf. Wenn die noch nicht so richtig den Kopf gut halten können, dann lehne ich die so gegen mich. Dann sind die gestützt. Dann gibt es natürlich noch Leute, die halten über dem Waschbecken ab und über der Badewanne. Und also man kann ja überall abhalten, wo Pipi hin darf, ne? Auch draußen, also später dann, wenn das Baby sehr leicht abzulenken ist, dann halte ich auch gern draußen ab, weil draußen ist irgendwie entspannt und man kann rumgucken und dann ab einem bestimmten Alter haben manche von meinen Babys nur noch draußen gepinkelt. Die drin ging gar nicht, war viel zu spannend alles. Aber draußen ging es gut. Also ich habe dann, wenn es eine Zeit lang gar nicht ging, also es gibt dieses Abhaltestreik, nennen das die abhaltenden Eltern. Wenn gar nichts ging eine Zeit lang, habe ich geguckt, wie könnte es denn gehen und habe es dann draußen probiert zum Beispiel oder ein Spielzeug in die Hand gegeben oder ja, alles mögliche probiert, um diesen Abhaltestreik zu überwinden. Und wenn eben gar nichts geht, dann geht eben auch mal gar nichts und dann geht es eben in die Windel und das ist ja auch nicht schlimm. So. Und man kann auch das Baby stillen und gleichzeitig über Topf halten. Das mache ich so hier. Windel, Überhose aufklappen.
Topf da drunter und dann kann oben rein und unten raus gleichzeitig. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wie man sieht, dass das Baby mal muss. In der Praxis sieht man es, oder wenn ich gerade rausgehe, sehe ich es natürlich nicht, oder ich weiß auch nicht immer, was das Baby hat. Wenn es jetzt gepuckt ist, da ich ja viel pucke, packe ich es halt aus, setze es auf den Topf, wechsle die Windel, falls sie nass ist, und dann wird es gestillt, und dann, wenn es nachts ist, schlafen wir weiter. Also so ist der Ablauf, den ich nachts vor allem so durchziehe, ohne groß zu denken. Kind wird unruhig, Kind kommt auf den Topf, Kind kriegt die Windel gewechselt, wenn sie nass ist, Kind wird gestillt und gepuckt und schläft weiter. Tagsüber, da hilft mein Mann auch noch mit, wenn der sieht, das Kind ist unzufrieden, vielleicht muss es. Das ist also eigentlich noch ein zusätzliches Kriterium, was wir berücksichtigen, wenn das Kind unzufrieden ist. Dann guckt man, was hat's. Und so klassisch, wenn man wickelt, dann guckt man eben nur, hat es Hunger oder ist es ihm zu warm oder hat es Bauchweh oder keine Ahnung. Und ich gucke halt noch, muss es mal. Und damit kann man sich auch zufriedenere Babys schaffen. Gerade wenn die so klein sind, dann machen die ziemlich lange rum mit einem Pipi oder auch mit einem Kaki. Und wenn man es ihnen erleichtern kann, also gerade fürs Kaki mögen viele das nicht so im Liegen und dann wird ewig rumgemacht, aber wenn man sie dann über den Topf halten kann und so in dieser Anhockstellung, dann können die gut loslassen. Und was dann noch zusätzlich helfen kann, ist, wenn man sie halt gleichzeitig an der Brust hat, weil gleichzeitig was im Mund und an was saugen, das hilft außerdem noch loszulassen. Pipi wie Kaki. Also das ist ganz praktisch und erleichtert halt dem Baby die Ausscheidung. Wenn sie dann größer werden, ist es wie gesagt nicht mehr so zuverlässig, aber man hat ja ein gutes Polster angesammelt durch die ersten 3 Monate, wo man recht hohe Trefferquote hatte. Und zwischendurch kommt es dann auch mal vor, dass ich dann auch Wegwerfwindeln verwende oder gerade auch in den ersten paar Tagen, Wochen verwende ich auch öfters noch Wegwerfwindeln, wenn sich alles noch nicht so eingespielt hat. Da darf man nicht dogmatisch sein, sondern man muss halt gucken, was für einen funktioniert. Und es geht auch gar nicht darum, die perfekte Mutter zu sein, wie gesagt. Sonst hat man nur Stress, das muss dann nicht sein. Also wen das zu sehr stresst, lasst es einfach. Ich finde es eine schöne Möglichkeit und vor allem spart es Müll und spart Geld. Und so viel Wäsche habe ich auch nicht, dadurch, dass ich es kombiniere. Windel, Stoffwindel eben mit abhalten, dadurch geht halt das meiste Kaki in den Topf. Mit dem Kaki trifft man sehr oft den Topf. Pipi nicht so oft, aber auch noch oft genug. Also 50% Pipis, 90% Kakis. Und ihr das Ganze entspannt angehen könnt und durchzieht, super. Und wenn nicht, auch super. Ihr seid gute Mütter, egal ob ihr abhaltet oder nicht. Und jetzt werden meine 2 hier ein bisschen ungehalten und das Video ist zu Ende. Tschüss!